Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen, weil das Auto hier läuft warm, weil wir wollen heute einmal die Motorspülung zusammen einmal durchführen, weil bei dem Modell haben wir einmal den Ölkühler gemacht. Ihr kennt dieses Video von dem älteren Mercedes, die 3-Liter-Maschine, wo der Ölkühler im V sitzt. Das hat er auch bekommen. Wir blenden mal Thumb ein, beziehungsweise auf dem Kanal einfach OM642, der Motor 3 Liter Mercedes im V, den Ölkühler haben wir gemacht. Ich blende mal auch so ein Bild ein, wie das so alles so aussieht, wenn das alles ausgebaut ist. Und genau, das hat er bekommen und anschließend hat er schon neues Öl bekommen. Wir möchten aber nach dem, also quasi das alte Öl war drin, dadurch, dass man das System so weit öffnet, vermischt sich Kühlwasser mit Öl, deswegen wechselt man das Ganze. Und anschließend ist es zu empfehlen, nochmal eine Spülung zu machen. Und das möchte ich einmal mit euch zusammen durchführen. Hier in dem Video geht es einfach nur um die Anwendung. Falls jemand sowas ausprobieren möchte, dass er einfach weiß, wie die Anwendung davon ist und fertig. Im Prinzip handelt es sich hier um das Video. Weil ich hatte mal ein bisschen mehr geplant damit zu machen, dass wir auch eine Kompression messen. Vorher, nachher, nach so einer Spülung, nach dem Ölwechsel. Das werden wir aber mal in einem separaten Video machen mit unterschiedlichen Produkten. Ja. Und hier geht es jetzt einfach nur um die Anwendung. Da soll er einmal warm laufen lassen. Der Motor soll warm sein. Und dann kann man 50 Milliliter von dem Liquimoli Proline Motorspülung, Kauflink unten in der Videobeschreibung. 500 Milliliter reicht für 5 Liter Öl. Er hat 8 Liter, das bedeutet, wir nehmen 2 Pullen davon, machen das Ganze einmal rein und deswegen, wenn ihr das Ganze ausprobieren, anwenden wollt, achtet darauf, wie viel Motoröl euer Fahrzeug hat. Wenn ihr zum Beispiel 3,8 Liter Motoröl habt, dann reicht eine Dose davon und das Ganze wird auch nicht in den Tank gekippt, sondern das Ganze wird in den Motor reingekippt, quasi da, wo das Motoröl reinkommt. Weil da gibt es auch die ein oder andere Verwechslung, dass manche sich die Spülung in den Tank reinmachen und die in den Tank rein soll, machen sich meistens in den Motor rein oder passiert ab und zu. Deswegen wichtig, die Motorspülung mischen wir zum Altöl rein. So, wir lassen das Ganze jetzt warm laufen lassen, dass der Motor betriebswarm ist, dann kippen wir das Ganze rein. Wenn das Ganze drin ist, soll man das Ganze 10 bis 15 Minuten nochmal laufen lassen und dann lässt man das ganze Altöl ab und wechselt nochmal Öl mit Ölfilter. Wichtig, den Ölfilter natürlich mitzuwechseln. Hierbei handelt es sich jetzt einfach hier in dem Video. Deswegen, ich dachte, ich nehme euch mal mit, damit ihr auch in die Kommentare alles Mögliche unten reinschreiben könnt, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, gute, schlechte, warum ihr das Ganze anwendet, ob ihr überhaupt sowas mal angewendet habt. Und ja, das Ganze ist natürlich auch zu empfehlen, nicht nur bei so einer Reparatur, sondern auch, wenn man sehr, sehr lange kein Öl gewechselt hat oder man sich einen Gebrauchtwagen gekauft hat und das Auto, man weiß nicht, was mit dem los war. Deswegen so eine Spülung. Im Prinzip passiert mit der Spülung meiner Meinung nach wie folgt. Ich glaube, dass das Öl einfach mehr verdünnt wird und dadurch das Altöl viel besser durch diese kompletten Rillen alles durchlaufen kann und so grob den besten oder das meiste Dreck nochmal extra mit zusätzlich mitnehmen kann, wie Ruß, was stand da alles drauf? Ruß, Verkorkung, sich einfach besser lösen kann. Was mir auch ganz ehrlich, glaube ich, verständlich vorkommt. Spült Harz, Asphaltablagerung, die Lebensdauer von Materialoberflächen verkürzt. Ja, also er soll das Ganze viel, viel besser durchspülen können, als wenn man jetzt einfach nur Ölwechsel macht, zweimal Ölwechsel macht oder. Ja, also es soll das Ganze schon helfen, das Ganze besser durchzuspülen. Ja, wir lassen das Ganze jetzt mal warm laufen und dann kippen wir das Ganze mal rein und gucken uns mal das Altöl auch an. Hierbei ist jetzt wichtig zu bedenken zu dem Altöl, hier ist schon einmal ein Ölwechsel vor einer Stunde schon passiert. Also ihr müsst bedenken, Altöl war drin, Altöl abgelassen, neues Öl rein und jetzt machen wir nochmal Spülung rein und machen nochmal Öl rein. Ne? Also falls zum Fehlerbild bzw. zur Beurteilung vom Altöl, dass das schon wahrscheinlich
etwas frischer aussehen wird. Und ja, also die Spülung verflüssigt das Ganze einfach noch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Und da sind bestimmt auch Reinigungsmittel drin, die da mit einfließen, das Ganze gut durchzuspülen, die ganzen Kanäle. Ja, und deswegen, falls bei der Reparatur sich irgendwelche Flocken gelöst haben, die mit reingeflogen sind, soll da durch die Spülung geholfen werden, das Ganze rauszuspülen. Weil sicher ist sicher, bevor man sich den Turbo schrottet oder irgendwelche Riefen in die Zylinderlaufbahn reinschabt. Ja, das ist halt quasi eine Vorsichtsmaßnahme. Gut, wir lassen das Ganze mal warm laufen lassen und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So, wir haben das Ganze jetzt warm, nehmen wir das Ganze mal rein. Also man kann auch ziemlich gut sehen, wie er das Öl richtig, zeige ich mal eben, Moment. Und da kann man richtig, ja gut, jetzt wird man es nicht sehen, aber da wo halt Altöl war, nimmt er das ziemlich gut auf. Also hat das hier schon ziemlich gut mit weggespült, das Altöl, was hier drauf war. Also er verflüssigt das Ganze und nimmt das Altöl ziemlich gut mit oder spült es gut weg. Da ist zum Beispiel noch eine Bahn. Ja, da kann man richtig gut sehen, wie er das, also die Spülung, ich mache mal hier jetzt nochmal drauf, oben extra. Ja, also er nimmt es richtig gut mit, sodass es komplett trocken, wie Bremsreiniger. Die einen oder anderen kennen das, wenn man jetzt irgendwo Öl hat und Bremsreiniger drauf macht, genau so kommt es hier auch rüber. Jetzt zieht das richtig gut mit. So, das war's. Und jetzt können wir das Ganze 10 bis 15 Minuten laufen lassen. So, und wichtig ist, in der Anwendung steht auch im Leerlauf laufen lassen. Genau, jetzt nicht irgendwie Gas geben oder so, sondern einfach im Leerlauf 10 bis 15 Minuten laufen lassen. Dann lassen wir das Ganze mal nicht warm laufen lassen, sondern 10 bis 15 Minuten laufen und lassen dann das ganze Öl mal ab. Ja, Ölfilter, Deckel bzw. Ölfilterwerkzeug oder Demontagewerkzeug, Kauflink unten in der Videobeschreibung bzw. von Stahlmax. Bei XXL könnt ihr euch das Ganze zulegen.
Also es ist flüssiger, so als ob man quasi Diesel mit drin hat. Also ablaufen von hier tut nichts. Ja, also es ist ein bisschen flüssiger. Aber so, dass der jetzt hier komplett, ja, also es ist flüssiger, so als ob Sprit mit dabei ist. Also es läuft ein bisschen besser ab. Wenn es irgendwo dran kommt. Also er verflüssigt das Ganze etwas mehr. Und hier kann man dann sehen, es läuft ein bisschen besser ab. Also ich würde empfehlen, dass ihr das Auto dann auch noch, wenn ihr das 10 bis 15 Minuten laufen gelassen habt, ein bisschen stehen lässt. Weil dann sieht man, wie das Ganze auch abläuft. Wenn wir das hier jetzt nochmal so machen. Dann könnt ihr sehen, wie das gut abläuft. Hier auch. Besser als wenn es so standardmäßiges Altöl ist. Das läuft dann nicht so gut ab. Also es tut schon was, meiner Meinung nach. So, hier ist jetzt noch ein bisschen Altöl. Das saugen wir dann ab. So. Und dann können wir das Öl einmal ablassen. Also ja, es ist viel flüssiger und kommt trotzdem ziemlich schwarz raus. Aber bei Diesel, ja, das ist eh so eine Sache. Da muss man ziemlich oft spülen, bis das wirklich sauber rauskommt. Ja Leute, und so kann das Ganze dann hier auch einmal aussehen. Wir werden das Ganze jetzt auch etwas länger austropfen lassen. Deswegen mit dem Video wäre es dann eigentlich jetzt auch vorbei, zu Ende, wie man das Ganze anwendet. Das Ganze hier ist jetzt quasi nur noch der Ölwechsel, quasi Ölfilter rein, Öl rein und dann hat man quasi die Spülung erledigt. Ja, an der Stelle würde ich mich dann auch gerne verabschieden und würde sagen, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, schreibt mal eure Meinung alle in die Kommentare zum Thema Motorspülung und ich hoffe, dieses Anwendungsvideo hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!